Hallo liebe Spürnasen und herzlich willkommen zurück zu LA Noire. Wir stehen jetzt hier vor dem Stadtarchiv und hier wollen wir weitere Nachforschungen bezüglich dieser ganzen Grundstückswerte und dem Vorhaben von Elysian Fields bzw. Leland Monroe anstellen. Mal gucken, der Kronleuchter ist übrigens weg, ihr könnt euch vielleicht noch dran erinnern. Hier, den hat Phelps abgerissen, beziehungsweise es war der Dahlia-Killer schuld, der uns hier einen Hinweis hinterlegt hat. Und das Teil wahrscheinlich irgendwie angeschnitten hat oder so. There. You need some help there, sir? The Land Registry Office. Where is it? Just up the stairs. Thanks. Einfach die Treppe hoch. Okay, Kelso. Dann lass uns da mal hingehen. Ja, hier verbinden uns keine guten Erinnerungen an dieses Büro. War das hier vielleicht? Land Registry Office. Dann sind wir doch hier vielleicht schon richtig, oder? Hier können wir auf jeden Fall reingehen. Guten Tag. I'd like to see the company details of the Suburban Redevelopment Fund. Certainly, sir. Just this way. Da bin ich ja mal gespannt, was wir hier noch finden werden, liebe Spürnasen. Ah, da hat's gerade schon gewackelt. All those suburban sons of bitches ought to be listed in here. Stadtarchiv, Unternehmensregister. Wen haben wir denn da drin alles? Albert Brooksfield, Daniel Travis. Und noch einige andere, da kommt mir jetzt aber gerade kein Name bekannt vor. Mal auf der anderen Seite schauen. Na, hier nochmal alle durchgehen kurz. Alistair Stenglein, Jefferson Marsh. Aktieninhaber, Direktoren. Ich glaube, interessant sind ja vor allem die Namen, die hier drin stehen. Ich sehe auch kein Leland. Donovan, Argo, A. Standing, Vincent, Randall, McCready, der Name sagt mir auch was, aber Nicholson, Monaghan, Allaby, Stanisford, Costigan. Es kann sich nur noch um Stunden handeln, bis wir hier den Namen gefunden haben, den wir suchen. Wenn er denn überhaupt hier drin steht oder ich das überhaupt finde, das ist ja, kommt ja noch erschwerend hinzu, liebe Spürnasen. Ja, dann blättern wir mal die Seite um. Komm, hier ist doch nichts. 1904, ich glaube, da liegen wir auch nicht ganz so richtig. Das muss ja alles früher passiert sein. Da 1945. Vielleicht finden wir hier was Interessantes. Dr. Harlan Fontaine und Courtney Sheldon. Na, das ist mir jetzt mal ins Auge gesprungen. Courtney, for God's sake, what's he got to do with this? Das wüsste ich auch mal I'd gerne. like information on a plot of land. Okay, do you have the address? Not exactly. It's a new lot. I have the coordinates. 34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north. 118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west. All right, that makes it a bit more difficult. Come with me. Gutes Gedächtnis, der Jack. Das hätte ich mir nicht merken können. I believe that is in the Wilshire area. Here. 34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north. 118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west. Okay, 118, 17. Okay, dann müssen wir hier wahrscheinlich an. Ja, muss ich mit dem anderen Regler drehen, okay. Müssen wir wahrscheinlich nochmal in unser Notizbuch schauen, um mir die ganzen, was war das, 48 oder was? Ich weiß es gerade gar nicht im Kopf. 34.4.29 latitude. And I'm looking for
58. 118.17.58 on the longitudinal axis. 58, da müssen wir hier schon richtig sein. So, und jetzt noch die andere Latitude und nicht Longitude. 34 degrees, 34, 4, 29. Okay. 29 seconds north. 118 degrees, 17 minutes. The lot number's 1876988. Unfortunately, that is just the beginning. We have at least 1 million lot numbers in the Los Angeles area. Registrations are in alphabetical order. You need to convert your lot number to a letter. How do I do that? Over here, use this adding machine. There are 90,000 entries to a book, so divide your lot number by 90,000. Es gibt 90.000 Einträge in diesem Buch, das ist sehr prickelnd. 1876988 divided by 90,000, yes. Wie viel war das jetzt? Mensch, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Geteilt durch 90.000 auf jeden Fall. Sag nochmal, Jack. Das können wir natürlich in diesen diesen Aschenbecher, will ich schon sagen, in diesen Taschenrechner eingeben, beziehungsweise kein Taschenrechner, das ist ja vielmehr ein Rechengerät. Elysian-Grundstück, vielleicht steht's da. 1,876,988 divided by 90,000. Also 1876988. Ich schreibe mir das gerade mal hier auf dem Zettel sogar. Geteilt durch 90.000. Ah, super tolle Rechenmaschine. 1876988 divided by 90,000, yes. So, geteilt durch, wo haben wir das Geteiltzeichen? Da 90.000. Mensch, das war also der Vorgänger der Taschenrechner hier, wie wir ihn sehen. Und natürlich nicht der Aschenbecher. Die gab es schon wesentlich früher. Okay, ziehen wir mal dem Ding. 20. 20. A starts at 0, so you want to add 1 to your number. 21. That number is your letter of the alphabet. Once you have the letter, find the right aisle, and you are in business. You do this every day? Okay, der 21. Buchstabe im Alphabet. Eigentlich leichte Rätsel, aber da muss man erstmal ein bisschen schrauben in seinem alten, verstaubten Gehirn. Ich musste gerade mal so ein bisschen in meiner Stille nachrechnen und ich glaube, es ist U. 21. Buchstabe müsste U sein. Na, das erweist sich ja schwerer als das Rätsel selber, das richtige Regal zu finden. Ja. S haben wir da. Da müsste der U eigentlich X hier sein. Da ist doch U endlich. Let's see what the site is worth to them. Landeswertsverzeichnis. 1876988. Okay, das auf der nächsten Seite. Randall Jones. The book value is $350. With the new home in place, the improved value of the property is $3,500. They can make a killing. But how do they pull it off? Know why I plumbed for the caddy? The extra trunk space. One thing you learned in the war, boys,
You do your talking once the smoke clears. Jetzt reicht's mir mit euch. Schießerei im Stadtarchiv. Was nicht alles schon im Stadtarchiv passiert ist. Das sind aber ganz schön viele, die uns jetzt alleine gegenüberstehen. Pam, 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 pam. Throw out the guns. Oh, schon wieder ein Hut weg. The son of a bitch is limping. Yeah. Den kriegen wir, wenn er rausguckt. Weapons are... Na komm schon. Ach, ich hänge ja nicht an den... So, und noch eine. Und noch eine. Nicht mit mir, Freundchen. Nicht You mit want me? You got me. Ihr wollt mich, ihr kriegt mich nicht. Christ. Just missed. So, die schnappen wir uns jetzt, die Waffe von dem. Eine Schnellfeuerwaffe. Ja, durchlöchert wie ein Sieb. So. Erst Rätselspaß und dann Action. Nett. Eine nette Kombination. Hier in LA Noire mit Jack Kelso, dem Schnüffler. I need a word, Courtney. That's okay, Jack. You didn't need to come all the way down. It's important, Courtney. How can I help? Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. What are you talking about? Don't fuck with me, Courtney! Jack, I swear, I don't know what you're talking about. How does your name appear as one of the investors in the Suburban Redevelopment Fund? You're out of your mind. I was down at the Hall of Records checking on a property company called Elysian Fields Developments. Their funding comes from the Suburban Redevelopment Fund. Seriously, Jack, I have no idea. Your name is there, Courtney, with some pretty interesting company. The mayor, the district attorney, some dirty cops, and your buddy, Dr. Harlan Fontaine. Dr. Fontaine? Spill it, Courtney. I want all of it. Fontaine and the rest. Fontaine took the morphine off our hands. Look, Jack, I know you said to get rid of it, but it's okay. I did something good for once. He reinvested the money for us. That's it. That's what's happening. They're building houses for GIs, Jack. I turned a mistake into something beneficial. Something that's gonna help out the guys. Courtney, they're building matchstick houses. They're going to burn them for the insurance money. They'll probably stiff the poor bastards for the deposits. Please, Jack. Say it isn't so. Harlan's a doctor. A good one. He helps out a lot of people. Looks like he's helping himself, Courtney. You're the fall guy. Ja, ja, Courtney Sheldon. Oder Courtney. Ich kann mich auch an die Zwischensequenz erinnern. Kelsos Apartment, 6 Uhr. Neues Ziel, ans Telefon gehen. Neue wichtige Person, Dr. Harlan Fontaine. Und ich kann mich noch an die Zwischensequenz erinnern, liebe Spürnasen. Die Zwischensequenz, wo Fontaine Sheldon angeboten hat, in diese Häuser für die GIs zu investieren. Jack Kelso. Who's asking? Leland Monroe. I was wondering when you'd get around to calling. I'd like to meet with you, Mr. Kelso. I bet you would, Mr. Monroe. But I value my skin highly enough to not want to meet with you. Why don't you just send some more of your boys around and we'll have a nice cup of tea? You realize that I could make you a very wealthy man, Mr. Kelso. Better than $220 a month? You're a very witty man, Kelso. Substantially better. I'm going to have to let it slide, Mr. Monroe. Are you haggling with me, Jack? I might be. Come around to my place at 9. 5164 Santa Monica Boulevard. You'll come? I might.
Good night, Mr. Monroe. Wir werden kommen. Monroe, wir werden kommen. Mit gezückter Wumme.